Accenture ist nach den letzten Quartalszahlen knappe 10% eingestürzt. Ja, ist die Aktie jetzt im Moment einen langfristigen Kauf wert? Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Langfristig investieren, entspannt Vermögen aufbauen. Wir schauen uns heute die Aktie Accenture etwas genauer an. Ja, das weltweit führende Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen mit einem Fokus auf Strategien, Digitalisierung, Technologie und Outsourcing unterstützt seine Kunden aus verschiedenen Branchen bei der digitalen Transformation und natürlich auch der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Ja, Megatrends wie die zunehmende Digitalisierung, ja, aber auch Cloud Computing und natürlich die hohe Nachfrage nach IT-Sicherheitslösungen sowie langfristige Verträge mit Unternehmen und Regierungen konnten Accenture zu einem der profitabelsten IT-Dienstleister weltweit machen. Also es ist eine wirklich sehr spannende Aktie, die auch eine, ja, doch wichtige Marktposition hier im Dienstleistungssektor einnimmt. Ja, Stichwort Regierungen. Warum ist die Aktie denn jetzt so deutlich zurückgekommen? Also wir sind hier 8% im Kurs gefallen nach den letzten Quartalszahlen und das liegt daran, dass die Regierung hier die Verträge mit Accenture teilweise aufgekündigt hat. Es ist tatsächlich so, dass man jetzt hier mit diesen Sparmaßnahmen durch dieses Department of Government Efficiency unter der Leitung von Elon Musk einfach auch ja, Geld einsparen möchte. Und die Maßnahmen zielen jetzt darauf ab, die Effizienz staatlicher Ausgaben zu erhöhen. Und das betrifft natürlich dann auch neben Accenture andere Beratungsunternehmen wie IBM oder Booz Allen Hamilton, die ebenfalls ja doch deutlich im Kurs zurückgekommen sind auf diese News. Da stellt man sich jetzt die Frage, ja, ist es denn überhaupt relevant für die Aktie? Also ich kann jetzt gleich mal sagen, meine Analyse hat ergeben, dass circa so 8%, sagt zumindest die New York Post, 8% des Gesamtumsatzes von Accenture hier aus Regierungsverträgen stammen, also ja, spezifisch aus den Vereinigten Staaten, also aus der US-Regierung. Heißt, 8% vom Gesamtumsatz von Accenture ist abhängig von den USA und von der Regierung. Heißt, wenn die ihre ganzen Verträge kündigen, dann würde das auf jeden Fall mal schon einen Umsatzrückgang von 8% bedeuten. Das ist natürlich unwahrscheinlich, dass es dann dort so viele Einstreichungen geben wird. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf jeden Fall hat der CEO nochmal betont, dass die Bedeutung der Regierungsaufträge für Accenture schon auf jeden Fall erheblich sind, sie aber dennoch zuversichtlich ist, dass sie weiterhin zur Effizienzsteigerung der Bundesregierung bzw. der Regierung der USA hier beizutragen. Also sie möchten da weiterhin ja, beteiligt sein und nicht diese komplette Verträge hier verlieren sozusagen, ist ja auch klar. Also wenn sie diese ganzen 8% verlieren, wäre natürlich nicht allzu schön und das bedeutet natürlich dann auch für den Kurs ein gewisses Risiko. Das wurde eben direkt eingepreist. Wenn du solche News-Videos und Kurzanalysen sehr spannend findest, lass doch gerne ein Abo da für diesen Kanal und auf keinen Fall Daumen nach oben vergessen. Ich spreche nicht nur über Aktien, die jeden interessieren, wie Pepsi, Novo Nordisk, Google, sondern ich stelle auch immer wieder Aktien vor, die ja, viel zu unbekannt sind und eigentlich viel spannender und ja, besser geeignet sind als langfristige Anlage, wie zum Beispiel Cintas. Das interessiert dann meist auch weniger Leute, aber darum geht es nicht. Es geht darum, wirklich spannende Aktien für den langfristigen Vermögensaufbau zu finden. Und wenn das auch dein Interesse ist, dann gerne Daumen nach oben da lassen und Abo nicht vergessen. Danke dir. Schauen wir uns kurz mal die Quartalszahlen an von Accenture. Wir sind jetzt hier im Q2 Fiskaljahr 2025, haben hier 16,7 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz und das war ein Wachstum von 8,5%. Wenn wir das adjustiert in US-Dollar anschauen, waren es 5%, also währungsbereinigt. Die einzelnen geografischen Märkte sind wir hier aufgeteilt. Ja, bestes Wachstum ist hier Americas, danach kommt Europa, Middle East, Africa und dann nur leichtes Wachstum bei Asia und Pacific. Und ja, generell sehen wir hier, dass die Industry Groups alle relativ schöne Wachstumsraten hatten. Earnings per Share sind leider nur ja, minimal angewachsen um 2% und die Operating Margin, die ist leider leicht rückläufig. Was mir besonders gut gefällt bei Accenture ist hier dieser Returning Cash to Shareholder Bereich. Also sie zahlen eine wirklich nette Dividende. Sie ja, kaufen auch eigene Aktien zurück. Das ist ein sehr schönes Zeichen. Die Dividende wurde hier zuletzt um 15% gesteigert. Also die Aktie ist auch aus ja, Dividendenwachstumssicht ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Anlage.
Gucken wir mal in den Qualitätstrend von Accenture. Also sie haben unglaublich viele Mitarbeiter. 774.000 Mitarbeiter hat dieses Unternehmen. Unglaublich. Börsenwert aktuell knapp 180 Milliarden Euro. Also auch ein wirklich riesiges ja, Konglomerat, kann man schon fast sagen. Haben natürlich auch sehr, sehr viele kleinere Firmen übernommen in den letzten Jahren und das ist auch ihre Strategie. Ja, Dividende-Payout-Ratio aktuell 45%, also auf jeden Fall gesund. Wir sehen auch, dass die Gewinne und die Cashflows langfristig schön ansteigen, auch wenn das jetzt nicht ja, immer von Jahr zu Jahr der Fall ist, aber tendenziell geht hier auf jeden Fall der Zeiger nach oben. Auch die Prognosen sagen hier, dass es so weitergehen dürfte. Ja, wunderschön zu sehen, auch die Umsätze steigen hier langfristig an. Da sieht es auch sehr positiv aus. Die Nettomarge liegt bei 11,4%, also ja, relativ attraktiv. Laut Analysten sollen hier die Margen auch noch weiter gesteigert werden in der Zukunft. Wenn wir uns die Bilanz anschauen, sehen wir hier eine Schuldenquote gesamt von 41,12% und wir haben ja auch noch sehr, sehr viel Goodwill in der Bilanz drin liegen und wir sehen, dass sich das eigentlich seit 2016 immer mehr steigert. Also das ist auch einfach ja, Pflicht bei Accenture. Also sie sind einfach schon ein riesiges Unternehmen und um weiter zu wachsen, müssen sie andere Firmen übernehmen und ja, das machen sie auch. Also da sind sie sich auch im Klaren drüber, dass sie weiter Wachstum treiben müssen und das geht jetzt hier in erster Linie durch so Übernahmen und ja, da sind sie auch gewillt, dann ja, etwas mehr zu zahlen für Firmen und das steigert dann eben auch hier diesen Goodwill-Anteil in der Bilanz. Sonst liegen hier noch ein paar Aktien drinnen, die sie zurückgekauft haben, sehen wir auch hier links. Ab 2002 werden hier kontinuierlich Aktien reduziert. Das Tempo ist hier ein bisschen zurückgegangen, aber an sich geht es alles in die richtige Richtung und gefällt mir wirklich gut. Wenn wir uns die Bewertung anschauen, im Schnitt der letzten 5 Jahre sind wir im Moment deutlich unterbewertet. Also im Schnitt der letzten 5 Jahre lag es bei 28,6 das KGV und jetzt liegt es bei 25. Also sind wir knapp 10% unterbewertet. Man muss aber ganz klar sagen, Accenture wird eben auch nicht mehr diese hohen Wachstumsraten haben wie 2020. Das ist einfach eher unrealistisch, auch wenn jetzt dieser KI-Hype, der ja entstanden ist, vielleicht nochmal kurzfristig zu einer ja, Gewinnexplosion hier führen könnte. Wenn wir uns hier die Bewertung anschauen auf Basis der letzten 3 Jahre, also nach dieser Hype-Phase 2021, damit wir hier auch ein realistisches Bild haben, sehen wir auch, ja, okay, die Aktie ist im Moment leicht unterbewertet. Wenn wir uns jetzt hier mal die mittleren Prognosen bis 2027 wählen, dann hätten wir aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 23,4%, was doch relativ attraktiv erscheint. Es sieht sehr, sehr ähnlich aus, auch auf Basis des Cashflows oder auf Basis des bilanzierten Gewinns. Und wenn wir uns die erweiterte Ansicht hier noch anschauen, auf Basis der letzten 3 Jahre, dann sehen wir auch, also Accenture ist jetzt mal wieder ein genauer Blick wert. Zuletzt waren wir hier so deutlich unterbewertet, Mitte 2024, also ja, jetzt schon 3 Quartale wieder her. Und ja, könnte sich mal hier anbieten, die Aktie ganz genau anzuschauen und vielleicht auch eine erste Position aufzubauen. Ja, das Geschäftsmodell bezieht sich hier auf Products, Health and Public Services, Financial Services, Kommunikation, Media and Technologies und Resources. Also sie sind sehr breit aufgestellt, nicht nur jetzt irgendwie in der IT tätig, sondern in ja, fast allen Consulting-Bereichen, die man sich hier vorstellen könnte. Diagonal sieht es so aus, wichtigster Markt ganz klar sind die USA, danach kommt EMEA und dann Nordamerika. Also ja, riesiges Unternehmen, wirklich global aufgestellt und da sind sie auch immer weiter dran zu wachsen. Das ist völlig klar und auch sehr, sehr wichtig. Wir bewerten jetzt gleich, ob es Accenture jetzt langfristig ein Kauf ist, wenn du da noch auf der Suche bist nach einem wirklich guten Broker, wo du zum Beispiel auch Accenture handeln kannst. Dann kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen. Hier gibt es eine nette Aktion noch bis zum Ende des Monats, also gerne hier diese 5% Cashback auf deine MSCI World Sparrate mitnehmen. Mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung kannst du dann auch mich indirekt für meine Arbeit hier unterstützen. Vielen Dank. So, gucken wir uns den langfristigen Chart an von Accenture. Also wir können schon sehen, ja, absoluter Dauerläufer. Mir gefällt die Aktie sehr gut. Vielleicht auch gleich mal Disclaimer an der Stelle. Also ich bin schon sehr lange investiert in Accenture hier seit ja, Anfang 2023, nachdem hier diese ISKS unten ausgebildet wurde.
Dann gab es eine schöne mittelfristige Rallye, dann hier ein unglaublich starker Einbruch, dann sind wir wieder nach oben gekommen und jetzt wieder der Einbruch. Also ja, habe schon hübschere Price-Action oder Kursentwicklung hier gesehen, aber es ist noch alles im Rahmen. Wenn wir uns die ganze Bewegung mittelfristig etwas genauer ansehen, können wir schon feststellen, also mit dem ersten Push hier sind wir knapp unterhalb dieser letzten Kurslücke gescheitert, konnten uns dann nicht stabilisieren hier unter diesem, bevor wir diesen Wochentrend hier gebrochen haben. Es ist aber kein neuer Abwärtstrend oder ähnliches etabliert worden, sondern wir sind direkt wieder nach oben gelaufen. Jetzt bildet sich mehr oder weniger hier so eine Art Seitwärtsphase. Ja, ganz ungewöhnlich ist es nicht, dass wir hier oben gedreht sind, denn hier war noch eine Kurslücke offen, hier im Bereich 400 US-Dollar. Und genau die haben wir jetzt auch zugemacht und dann kam dieser extreme Konter. Also ja, ganz verwunderlich ist es nicht, ist schon komisch, wie manchmal hier so diese Zufälle sich vereinen. Dieser Absturz jetzt zuletzt, der ist natürlich sehr, sehr dynamisch und wir müssen uns unbedingt hier stabilisieren. Es ist noch im gesunden Rahmen, wenn wir jetzt hier um die 300 US-Dollar anhalten, also tiefer sollten wir nicht schließen. Hier bei 280 wäre schon ja, nicht so schön für die Trenddynamik. Also am besten jetzt Stabilisierung hier in dem Bereich, wie ich es jetzt eingezeichnet habe, auch in grün. So eine Bildung bräuchten wir, um dann auch einzusteigen oder ein Kaufsignal zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert und wäre dann ja eine interessante Chance. Also wenn wir dann zum Beispiel hier so ein kurzfristiges Tief hoch rausnehmen, dann kann man gegebenenfalls hier nochmal einsteigen. Ich denke, dass Accenture jetzt auf diesem Niveau immer noch interessant ist für langfristige Käufe. Also wir sind ja hier auch nach dem Ausbruch nur einige Prozente angestiegen. Also ich bin irgendwo bei 285 US-Dollar rein. Heißt, die Aktie hat sich seit dem Kauf relativ schlecht entwickelt, leider. Auch wenn sie mittelfristig oder zweimal jetzt doch wirklich gute Renditen auch hatte. Aber so ist es. Also ich halte die Aktie weiterhin langfristig. Bin auch überzeugt eigentlich von ja, der Strategie, die hier gefahren wird, auch wenn es ein irländisches Unternehmen ist oder irisches Unternehmen ist. Das hat ja auch ein bisschen, ja, immer so einen faden Beigeschmack. Aber ich denke, ja, irgendwann wird Accenture wieder über diesem letzten Allzeithoch von 2022 stehen. Ganz ungewöhnlich ist es nicht, dass es jetzt schon wirklich sehr, sehr lange dauert, bis die Aktie wieder ein neues Allzeithoch schreibt, denn sie kommt natürlich auch auf einer wirklich ja, sehr, sehr starken Phase, einer Hype-Phase raus. Also Accenture war auch deutlich überbewertet hier nach Corona. Da wurde einfach auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben für so Dienstleistungen im IT-Sektor und da konnte man unglaublich stark profitieren. Im Trendkanal ist alles noch in Ordnung, also völlig im grünen Bereich, aber ganz wichtig, also wir brauchen hier eine Stabilisierung. Im Moment sehen wir die noch nicht. Sollte es da mal eine geben, dann werden wir das natürlich sehen. Im Moment ist hier sogar noch eine Kurslücke hier unten. Ist auf jeden Fall schon wichtig, dass jetzt direkt ein bisschen gekontert wurde auf die Bewegungen hinweg. Also hier unten wenigstens schon mal zwei etwas grünere Kerzen. Aber da bleibt es jetzt abzuwarten, was hier weiterhin passiert. Ich bin aber eigentlich fundamental sehr, sehr positiv eingestellt gegenüber Accenture, ist aber natürlich keine Anlageberatung. Ich denke, auch aus Dividendengesichtspunkten ist die Aktie besonders spannend mit knapp 2% Dividende und von dem her kann man sich da auf jeden Fall die Aktie mal genauer ansehen. Aber es ist natürlich hier immer die Frage, ja, wie stark kann die Aktie noch wachsen oder wie stark kann das Unternehmen noch wachsen? Wo soll das Wachstum herkommen? Da kann ich verstehen, wenn man so ein bisschen Bauchschmerzen hat, gerade auch, weil dieses Unternehmen so extrem viele Mitarbeiter hat. Also ich denke, da wären mal ein paar ja, Ausstellungen sehr, sehr sinnvoll, um einfach auch vielleicht die Effizienz zu steigern. Also ich glaube, da hätte Accenture dann deutlich mehr Luft, auch was die Marge angeht. Mal schauen, ob das vielleicht irgendwann mal auf der Agenda steht. Wir werden es sehen. Für mich auf jeden Fall langfristig eine sehr, sehr spannende Anlage, auch wenn es durchaus noch nette Alternativen gibt aus dem Dienstleistungsbereich, zum Beispiel Wolters Kluwer oder Booz Allen Hamilton sind auch sehr, sehr spannende Aktien natürlich. Ja, das war's zu Accenture. Also ich bin hier weiterhin bullish eingestellt und warte jetzt erstmal eine Bodenbildung ab. Wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Auf keinen Fall Abo vergessen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du als nächstes sehen möchtest. Ja, ich zum Beispiel vielleicht ja, ein Update zu der Nike-Aktie. Die ist ja auch deutlich zurückgekommen zuletzt. Oder auch gerne eine Aktie, die du dir persönlich wünschst. Würde mich freuen, wenn du das in die Kommentare schreibst. Ja, danke für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.